Guten Morgen. Es schneit heute wirklich sehr stark. Guten Morgen. Ja, so viel Schnee habe ich lange nicht gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob der Bus heute überhaupt kommt. Ich auch nicht. Aber ich hoffe, er hat nur Verspätung. Fahren Sie zur Arbeit oder zur Schule? Ich fahre zur Arbeit. Ich arbeite in einer kleinen Bäckerei im Zentrum. Oh, das klingt schön. Dann ist es dort bestimmt warm. Ja, zum Glück. Und Sie? Ich bin auf dem Weg zu meiner Schwester. Sie wohnt nicht weit von hier. Das ist gut. Bei diesem Wetter ist ein kurzer Weg besser. Absolut. Meine Hände sind schon ganz kalt. Haben Sie keine Handschuhe dabei? Leider nicht. Ich habe sie heute Morgen vergessen. Das ist ärgerlich. Im Winter passiert das schnell. Ja, besonders wenn man es eilig hat. Der Schnee sieht schön aus, aber der Verkehr ist sicher ein Problem. Ja, viele Autos fahren sehr langsam. Ich habe heute extra mehr Zeit eingeplant. Das war klug. Ich bin viel zu spät losgegangen. Hören Sie das? Ich glaube, der Bus kommt. Ja, ich sehe die Lichter dort vorne. Hoffentlich ist es warm im Bus. Das hoffe ich auch. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag trotz Schnee. Danke. Das wünsche ich Ihnen auch. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Sie sehen ein wenig verloren aus. Oh ja, danke. Ich bin Touristin und suche den alten Marktplatz. Kein Problem. Ich helfe hier als Freiwilliger für Besucher. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich bin zum ersten Mal hier. Willkommen. Gefällt Ihnen die Stadt bisher? Ja, sehr. Die Menschen sind freundlich und die Architektur ist schön. Das freut mich zu hören. Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien und reise alleine. Das ist mutig. Reisen Sie lange durch das Land? Ja, 2 Wochen. Ich möchte viel sehen und lernen. Dann haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es gibt hier viel Geschichte. Das merke ich. Und das Essen ist auch sehr gut. Haben Sie schon lokale Gerichte probiert? Ja, gestern habe ich Borscht gegessen. Sie war sehr lecker. Perfekt. Der Marktplatz ist übrigens ganz in der Nähe. Wirklich? Das ist super. Gehen Sie diese Straße entlang und dann nach rechts. Danke. Gibt es dort auch Cafés? Ja, viele. Besonders am Nachmittag ist es dort sehr gemütlich. Das klingt toll. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Genießen Sie Ihre Reise. Das werde ich. Einen schönen Tag noch. Schau mal, wie schön der Weihnachtsbaum ist. Ja, er ist wirklich groß und sehr hell. Die Lichter sehen im Schnee besonders schön aus. Das stimmt. Es fühlt sich sehr festlich an. Kommst du jedes Jahr hierher? Ja, fast jedes Jahr. Es ist eine kleine Tradition für mich. Für mich ist es das erste Mal. Wirklich? Dann ist es etwas Besonderes. Ja, ich bin extra aus einer anderen Stadt gekommen. Dann hast du dir einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Überall sind Menschen und Musik. Und der Geruch von heißem Tee ist auch da. Ich bekomme richtig Lust auf etwas Warmes. Dort vorne gibt es einen Stand mit heißem Apfelsaft. Das klingt gut. Gehen wir zusammen hin? Gerne. Magst du lieber mit Zimt oder ohne? Mit Zimt bitte. Gute Wahl. Und danach können wir noch ein Foto machen. Ja, vor dem Baum. Genau. Das ist eine schöne Erinnerung. Ich bin froh, dass ich heute hier bin. Ich auch. Solche Abende tun gut. Guten Tag. Sie sind wegen des Zimmers hier, richtig? Ja, genau. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Kommen Sie bitte herein. Das Zimmer ist im 2. Stock. Danke. Die Wohnung ist sehr hell. Ja, das ist ein Vorteil. Die Fenster sind neu. Das Zimmer ist möbliert, oder? Ja, Bett, Schreibtisch und ein Schrank sind dabei. Das ist perfekt für mich. Ich bin Studentin. An welcher Universität studieren Sie? Ich studiere Wirtschaft und bin im 1. Jahr. Dann brauchen Sie sicher einen ruhigen Platz zum Lernen. Ja, sehr. Ist es hier abends ruhig? Meistens ja. Die anderen Mieter sind auch Studenten. Wie hoch ist die Miete pro Monat? Die Miete beträgt 350 € inklusive Nebenkosten. Das passt gut in mein Budget. Die Kaution ist eine Monatsmiete. Das ist in Ordnung. Ab wann wäre das Zimmer frei? Ab dem 1. nächsten Monats. Perfekt. Ich würde das Zimmer gerne nehmen. Sehr gut. Dann bereiten wir den Vertrag vor. Der Winter hier fühlt sich ganz anders an als in meinem Land. Ja, das sagen viele Besucher. Es ist kälter,
aber irgendwie auch gemütlicher. Genau. Der Winter bringt die Menschen näher zusammen. Was machen Familien im Winter besonders gern? Sie verbringen viel Zeit zusammen zu Hause. Sitzen sie einfach zusammen oder gibt es besondere Tage? Es gibt besondere Tage mit Traditionen und Essen. Wird viel gekocht? Ja, oft kochen mehrere Generationen zusammen. Das klingt sehr familiär. Ja, das ist ein wichtiger Teil der Kultur. Gibt es typische Gerichte im Winter? Ja, viele warme Gerichte und Suppen. Isst man sie nur an Feiertagen? Nein, auch an normalen Wintertagen. Und was ist mit Musik? Viele Menschen singen traditionelle Lieder. Singen junge Leute das auch noch? Ja, besonders in der Familie oder mit Freunden. Trifft man sich auch draußen? Ja, auf Märkten oder auf Plätzen. Trotz der Kälte? Ja, warme Kleidung hilft. Ich mag diese Mischung aus Ruhe und Gemeinschaft. Genau das macht den Winter hier besonders. Jetzt verstehe ich die Bedeutung viel besser. Entschuldigung, warten Sie auch schon lange? Ja, ich bin seit fast 1,5 Stunden hier. Oh, das ist wirklich viel Zeit. Ja, aber ich hatte heute nichts anderes vor. Ich habe extra freigenommen. Dann geht es Ihnen wie mir. Sind Sie wegen eines Vertrags hier? Ja, es geht um eine Wohnung. Kaufen oder mieten Sie? Ich miete, aber der Vertrag muss bestätigt werden. Bei mir ist es ein Arbeitsvertrag. Dann ist es für Sie auch sehr wichtig. Ja, ohne Unterschrift kann ich nicht anfangen. Das kenne ich. Papier ist immer wichtig. Waren Sie schon öfter bei einem Notar? Ja, aber jedes Mal ist es stressig. Vor allem das Warten. Genau. Man weiß nie, wie lange es dauert. Wenigstens ist es hier ruhig. Ja, und warum? Draußen wäre das Warten schlimmer. Das stimmt. Ich glaube, wir kommen langsam näher. Ja, die Schlange bewegt sich endlich. Dann haben wir es bald geschafft. Guten Tag. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch. Erzählen Sie mir bitte mehr über Ihr Projekt. Ich habe ein kleines Geschäft im Internet. Was verkaufen Sie dort? Handgemachte Produkte aus natürlichen Materialien. Dann ist das Design besonders wichtig. Ja, es soll Vertrauen zeigen. Wer sind Ihre Kunden? Vor allem junge Menschen und Familien. Dann brauchen wir ein warmes und klares Design. Genau das wünsche ich mir. Haben Sie Farben, die Sie mögen? Ja, grün, beige und helle Töne. Das passt sehr gut zu Ihrem Konzept. Das freut mich. Möchten Sie viele Bilder oder eher Text? Lieber Bilder, aber nicht so viele. Verstanden. Wie läuft der Prozess ab? Zuerst mache ich einen Entwurf. Und dann? Dann besprechen wir Änderungen. Wie lange dauert alles? Etwa 2 bis 3 Wochen. Das passt gut. Dann starte ich diese Woche. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Hallo, entschuldige, wir waren doch zusammen im Kurs heute Morgen, oder? Ja, genau. Ich habe dich gleich erkannt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns schon vorgestellt haben. Nein, glaube ich nicht. Ich heiße Lukas. Freut mich, Lukas. Ich heiße Anna. Freut mich auch, Anna. Bist du auch Austauschstudent? Ja, ich bin seit einem Monat hier. Oh, dann bist du schon etwas länger hier als ich. Ja, ein bisschen. Ich kenne mich schon besser aus. Ich bin erst seit 2 Wochen in der Stadt. Dann ist noch alles neu für dich. Ja, sehr. Die Universität ist riesig. Das fand ich am Anfang auch. Am ersten Tag habe ich mich sogar verlaufen. Das ist mir auch passiert. Und wie findest du die Stadt jetzt? Ich mag sie sehr. Sie ist lebendig, aber nicht so stressig. Ja, das Gefühl habe ich auch. Woher kommst du eigentlich? Ich komme aus Frankreich. Und du? Ich komme aus Spanien. Schön. Warst du schon einmal in Deutschland? Nein, das ist mein erstes Mal. Für mich auch. Und wie ist dein Deutsch? Ich verstehe viel, aber sprechen ist schwierig. Genauso geht es mir. Besonders im Unterricht. Ja, wenn der Lehrer schnell spricht. Manchmal traue ich mich nicht zu fragen. Ich auch nicht, aber ich versuche es trotzdem. Die anderen Studenten helfen zum Glück viel. Ja, das finde ich auch sehr nett. Wohnst du im Wohnheim? Ja, zusammen mit anderen Austauschstudenten. Ich auch.
Es ist manchmal laut. Ja, aber man fühlt sich nicht allein. Das stimmt. Was studierst du? Ich studiere Sprachen. Das passt gut zum Auslandsjahr. Ja, ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich auch. Bleibst du ein Semester oder ein ganzes Jahr? Ein ganzes Jahr. Ich auch. Dann sehen wir uns bestimmt noch oft. Ja, vielleicht können wir zusammen lernen oder Kaffee trinken. Sehr gerne, das wäre schön. Schau mal, wie viel Schnee heute liegt. Ja, alles sieht aus wie im Märchen. Das perfekte Wetter zum Rodeln. Ich freue mich sehr, aber ich bin auch ein bisschen nervös. Das ist ganz normal. Ich bin noch nie so einen hohen Hügel heruntergefahren. Keine Sorge, der Hügel ist sicher. Bist du schon oft hier gewesen? Ja, fast jeden Winter. Dann kennst du die Strecke gut. Ja, man muss nur richtig lenken. Wie macht man das genau? Mit den Füßen und mit dem Körper. Soll ich mich nach vorne lehnen? Am Anfang ja, aber nicht zu viel. Und wenn wir zu schnell werden? Dann lehnen wir uns etwas zurück. Okay, ich versuche ruhig zu bleiben. Atme tief ein und aus. Es hilft ein bisschen. Hast du warme Handschuhe an? Ja, und eine dicke Jacke. Sehr gut, dann frierst du nicht. Es ist trotzdem sehr kalt. Ja, aber die Bewegung wärmt. Stimmt. Bist du bereit? Ich glaube schon. Dann setzen wir uns hin. Mein Herz schlägt ganz schnell. Das gehört dazu. Jetzt geht es los. Halt dich gut fest. Oh, wir werden schneller. Gleich kommt die Kurve. Wow, das macht Spaß. Wir sind gleich unten. Das war unglaublich. Siehst du, es war nicht schlimm. Nein, es war toll. Möchtest du noch mal fahren? Ja, unbedingt. Dann gehen wir wieder nach oben. Guten Tag. Warten Sie auch auf den Zahnarzt? Ja, leider. Ich habe heute einen Termin. Haben Sie starke Zahnschmerzen? Ja, seit 2 Tagen. Das tut mir leid. Ich konnte letzte Nacht kaum schlafen. Das glaube ich. Zahnschmerzen sind sehr unangenehm. Ja, man denkt an nichts anderes. Ich bin nur zur Kontrolle hier. Dann haben Sie Glück. Ich versuche regelmäßig zu kommen. Das ist sehr klug. Gehen Sie sonst auch regelmäßig zum Zahnarzt? Normalerweise ja, aber dieses Mal kam es plötzlich. Das passiert leider oft. Haben Sie Angst vor der Behandlung? Ein bisschen, besonders vor den Geräuschen. Ja, der Bohrer ist schlimm. Zum Glück ist der Arzt hier sehr freundlich. Das habe ich auch gehört. Das hilft, ruhiger zu bleiben. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Wie lange warten Sie schon? Etwa 40 Minuten. Das ist wirklich lange. Ja, aber es gibt Schlimmeres. Wenigstens ist der Warteraum warm. Ja, draußen ist es sehr kalt. Haben Sie heute noch etwas vor? Nein, ich gehe danach direkt nach Hause. Das ist gut. Nach dem Zahnarzt ist man oft müde. Ja, das kenne ich. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Bestimmt nicht. Danke, das beruhigt mich etwas. Oh, ich glaube, Ihr Name wird gleich aufgerufen. Ja, ich höre schon meinen Namen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Gute Besserung. Danke, das ist sehr nett.